Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Easy und in diesem Video möchte ich kurz so einen Input geben, warum es sich auszahlt, die AI-Tools zu verwenden, die ja immer mehr im Kommen sind. Und wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. In Kürze geht los. Ja, also für uns Forscher beziehungsweise auch Studenten, die das Video schauen, ähm, egal ob ihr jetzt eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder eine Doktorarbeit oder ein Research Paper, egal was in der wissenschaftlichen Arbeit, kommen wir ohne Literatur nicht aus. Ja, das ist alles jetzt bekannt. Und die Frage ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo immer mehr diese Software-Tools rauskommen und fast wöchentlich erscheint ein neues Programm, stellt sich die Frage, soll man komplett umstellen, seine Forschungsmethode, die man bis jetzt mehr oder weniger erfolgreich gehandhabt hat, oder soll man beim alten System bleiben? Ist das zuverlässiger? Und ja, diese Abwägung möchte ich jetzt hier treffen. Ja, was spricht dafür, dass man beim alten System bleibt? Dafür spricht, man muss nichts umlernen. Also man ist in dem wahrscheinlich schon drinnen, man hat es vielleicht schon Jahre auch praktiziert und weiß, wie es läuft. Und im Prinzip ist es so, dass das nicht verboten ist und auch durchaus möglich, beim Alten zu bleiben. Es ist nicht so, dass das irgendwie jetzt verworfen wird und das Alte ist nicht mehr gültig, sondern man kann durchaus noch weiter mit seinen Keywords arbeiten und dann in verschiedenen Datenbanken eingeben und die Boolean Operatoren verwenden mit AND, OR oder NOT und so weiter, und dann eben auch bei systematischen Reviews eben ganz genau nach der Checkliste und so weiter. Das ist durchaus auch weiterhin möglich. Wenn jemand so in dem drinnen ist, kann es auch sein, dass er mit dem wesentlich schneller nach wie vor arbeitet, als wenn er jetzt sich erst einmal auf die verschiedene Software einstellen muss und das anlernen. Und bis er da mal routiniert wird, kann schon eine Zeit lang vergehen. Und die Frage ist, ob man dann überhaupt glücklich ist damit. Das wäre das eine. Die andere Variante ist, dass man sagt, na, man stellt jetzt um, man sagt zum Beispiel ab sofort, man macht keine Forschungsarbeit mehr nach dem alten System, sondern schaut, was sind die aktuellsten Tools und welche Tools kann ich verwenden und wie können die miteinander auch kooperieren. Ja? Und da kann ich nur sagen, also ich bin so in der Phase, wo ich mir gerade überlege, ja, soll ich beim Alten und bleiben oder nicht, also ich weiß es nicht, und bin jetzt zu einem fast Schluss gekommen, muss ich sagen, dass ich es kombinieren möchte. Ich möchte gewisse Dinge nach dem alten System beibehalten und möchte aber gewisse Vorteile der neuen AI-Tools, also der künstlichen Intelligenz, durchaus auch nützen und einbauen, und bin auch bereit, hier weiteres zu adaptieren, wenn es geeignet scheint. Ja, und vielleicht noch kurz die Frage beantworten, welche Tools sind das, die ich verwende? Ich fange mal bei der Literaturverwaltung an, da kann ich nur ans Herz legen, wenn ihr ein kostenloses wollt, dann nehmt Zotero oder Mendeley. Und wenn ihr doch ein kostenpflichtiges, aber doch schon noch um einiges besseres Programm wollt, dann kann ich nur Citavi empfehlen. Ich selber verwende Citavi und bin mehr als wie zufrieden damit. Habe insgesamt schon über 2300 Literatureinträge in den letzten Jahren gesammelt und die ich also jederzeit hernehmen kann und automatisch zitieren kann. So viel zur Literaturverwaltung. Ist nicht so entscheidend welches, aber wichtig ist, dass man eine hat, damit man eben nicht manuell zitiert, sondern dass das wirklich einen Automatismus auch hat.
und damit viel Zeit erspart. Der zweite Punkt ist, den ich wirklich empfehlen kann, verwendet das Programm Scholasy. Es hat so ein bisschen eine weiß-violette Oberfläche und ist wirklich ein Top-Programm. Und Scholasy kann ich nur empfehlen, weil es im Prinzip folgende Aufgabe erfüllt. Es analysiert die Paper. Ja, also nicht jetzt Monographien oder Sammelwerke oder so, sondern es geht um Paper. Wirklich offizielle Paper, die eine fixe DOI-Nummer haben und da analysiert sie in Sekundenschnelle verschiedene Kriterien raus. Also zum Beispiel, welche Methode wird angewandt, macht auch Zusammenfassungen, welche Limitations sind enthalten, ähm, die Conclusion und so weiter und welche Ideen für die Zukunft und Forschungsideen kann man daraus schließen. Ja, und wenn ich das aber manuell machen würde und wirklich jedes Paper durchlese und das einmal raussuche und dann aufschreibe und dann vielleicht noch irgendwo eingliedern muss, ist das viel Arbeit. Und das Tolle bei Scholasy ist auch, ich kann viele Papers einlesen und das machen und dann kann ich das auch noch einer Tabelle gliedern und kann es auch ins Excel übertragen oder auch ins Word und so weiter. Und ja, also das ist einmal das zweite Programm, das ich verwende. Das dritte Programm ist auch sehr empfehlenswert. Das ist Writeful. Und Writeful erfüllt die Aufgabe, dass es einfach die Grammatik und die Rechtschreibung für das wissenschaftliche Arbeiten ständig überprüft, während ich schreibe und mir Tipps gibt, wie ich es vielleicht anders formulieren kann, aber immer vor dem Hintergrund der Wissenschaftlichkeit. Also das ist kein Programm wie Grammarly oder andere ja, Korrekturprogramme, sondern da geht es wirklich ums akademische Schreiben und das ist ja anders als das normale und da ist wirklich eine große Hilfe. Und nach dem Writeful ist noch empfehlenswert, was ich auch verwende, das ist das Programm Elicit. Und Elicit hat den Vorteil, man kann eine Forschungsfrage eingeben, man kann aber auch Paper einlesen und kann so das Programm analysiert quasi und geht immer mehr in die Tiefe und schränkt auch immer mehr ein, bis ich letztlich auch eine Lücke gefunden habe und eine Forschungsfrage eben dazu. Kann also also wirklich auf dem modernsten Stand, auch mit dem Hintergrund von Millionen von Papern und ja, also erfüllt diesen Zweck. Ein anderes Tool, was ich auch sehr empfehle, ist Skyspace. Skyspace hat für alle Journals, die es gibt, Formatvorlagen. Und wenn ihr euch für ein Journal eben interessiert und dort eben publizieren möchtet, dann könnt ihr für jedes Journal quasi euer Word-Dokument dann dem entsprechenden Format anpassen. Ist natürlich toll, braucht man nichts manuell machen, sondern sagt, hier ist meine Datei und in dieses Format möchte ich das gerne haben. Ja, und was ist noch wichtig? Sonst hätte ich noch gesagt, das sind im Wesentlichen die wichtigsten. Also eins noch vielleicht, was ich auch sehr verwende, ist das Programm Research Rabbit. Und Research Rabbit hat den Vorteil, dass es eben sehr in die Tiefe sucht, die Literatur und auch den Ablauf meines Suchvorganges speichert, sodass ich auch wieder zurückspringen kann, nach vorspringen und, und kann also dann auch auf ähnliche Begriffe gehen. Also ich muss nicht jetzt so eine Litanei von Synonymen finden, so wie es im alten System ist, sondern er zeigt mir automatisch zu meinen Begriffen schon die ähnlichen Arbeiten an. Also es ist auf jeden Fall zu ergänzen.
und wenn es nicht sogar das andere ersetzt, das alte. Ja, ich hoffe, dass ich hier ein paar Tipps geben konnte und wünsche euch alles Gute dabei.